Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Coral Island Giant Hunt Video. Insgesamt ist das die 10. Ausgabe, in der wir jetzt Giants hunten. Immer mindestens 20, die meiste Zeit 30 bis 40. Und ja, letztes Mal haben wir endlich Shiny Orichalcum gedroppt und ich dachte, es wäre echt, ja, Jackpot. Dann habe ich heute zufällig tatsächlich mal kurz Channel 1 ein paar Shops angeschaut und wird anscheinend für 50 bis 60 Mio verkauft. Das heißt effektiv eigentlich nur minimal Mehrwert als normales Orichalcum und damit eigentlich gar nicht so besonders. Man macht auch Sinn, wie ich es selber schon sehr oft gesagt habe, man braucht jetzt ja auch nicht mehr so viele Shining Orichalcum eigentlich für jede Waffe. Theoretisch eigentlich nur einmal und so. Aber es ist trotzdem schade, weil ich meine, es war jetzt echt selten. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um auch nur ein einziges davon zu droppen. Ja, das tut natürlich irgendwo weh, dass das so wenig wert ist. Ja, bisschen Salz in die Wunde sozusagen. Wie immer das Ziel heute definitiv mindestens ein Pop-Up auf jeden Fall. Gerne wieder alles droppen. Set-Teil, Shiny Orichalcum, also alles zusammen. Das wäre natürlich top. Und ja, alles drüber wäre natürlich noch besser. Und sieht tatsächlich gar nicht mal so gut aus, weil ich habe hier tatsächlich gerade kein Violet angetroffen. Well, never mind. Orichalcum Baby. Das sieht sehr gut aus. Let's go. Ja, also drop-technisch natürlich ein guter Start, aber was ich eigentlich meinte war, ich habe Violet Naga nicht gefunden. Das heißt, der wurde wahrscheinlich vor relativ kurzer Zeit noch von jemand anderem gekillt. Aber vielleicht respawnt er ja gleich. Ja, auch hier normaler Giant Kingster auch nicht da. Ich gucke nochmal, ob ich ihn übersehen habe. Scheint wohl noch jemand am Farm zu sein. Try again mit einem neuen Kingster. Habe ihn doch noch gefunden. Aber ich glaube, er ist tatsächlich erst gerespawnt. Er war gerade noch nicht da. Ich finde es interessant, dass Kingster ja immer nicht im Levelbereich war von meinen Rangern, wie wir festgestellt haben. Also dadurch, dass immer der RM mit Damage gemacht hat und der RM ja 3 Level über ihm ist. Also vom Levelbereich jetzt nicht ultra bad, aber naja, auch nicht perfekt. Und trotzdem war ich gleich schon, 4 Set-Teile oder 3 Set-Teile und 2 Oris bei dem gedroppt. Also gefühlt die gleiche Drop-Ausbeute wie bei Giant Naga, der immer im Drop-Bereich war. Also irgendwie fühlt sich ein bisschen an wie ein Scam, so leicht. Heißt also im Endeffekt, Giant Naga scammt uns irgendwie. Oder besser gesagt, mich. Bei der dann eigentlich... Also ich meine, er müsste ja legit eine bessere Ausbeute haben. Vielleicht braucht das einfach noch ein bisschen. Ich meine, er hat auch schon Sachen gedroppt, aber halt nicht so viel. By the way, wieder kein Violet Naga gefunden. Er hat gleich nochmal eine Chance, sich hier seinen Platz zu verdienen. Aber hat er nicht. Der 4. Channel, aber erst der 2. Violet Naga. Die Zeichen stehen auf Krieg. Weiter geht's mit Giant Naga ohne Drops. Zurück zu unserem Goldjungen. Der bringt uns ja einfach Glück hier. Komm, tu's. Tu's nochmal, please. Ja. Nochmal Giant Kingster. Alle guten Dinge sind 7 oder so. Oder 1. Immerhin war der Drop ja beim ersten direkt. Mist. Giant Naga auf Channel 4, Baby. Für die extra Portion Glück? Nein. Da ich Giant Dorian töten muss für die Quest, dachte ich mir, weil es gerade auch respawn-technisch echt schlecht aussah, dass wir das einfach mal kurz erledigen. Der geht eigentlich auch ganz gut. Vielleicht können wir den sogar überbrückend mal übernehmen, weil es auf jeden Fall ein Giant ist mit 100% Drop-Chance. Und zumindest, wenn ich mein Nightmare draußen habe, sollte es hoffentlich risikofrei sein. Also, relativ. Ja, wobei, ja. Und da geht die HP den Bach runter. Aber da hat er halt auch 2 Hits hintereinander gelandet. Das tut natürlich immer weh. Ja, keine Ahnung, vielleicht mache ich den ab und zu mal so zwischendurch, weil er dauert halt relativ lang, dann vergeht ein bisschen Zeit. Zeitgleich hat man trotzdem die 100% Drop-Chance. Weil bei den niedrigen Giants ist halt immer so, ja, da kannst du aber schnell, vorausgesetzt, die sind da, ein paar killen, so Aatrox oder so. Aber du droppst ja eh nichts, das ist halt das Ding. Gut, Violet Dorian war wahrscheinlich keine so gute Idee, weil mir ist gerade erst aufgefallen, warum der teilweise so chillig geht und teilweise ultra heftig ist. Der hat diesen Kraken-Debuff. 100% PvE-Schaden tradest du gegen 100% eingehenden Schaden. Das heißt, du machst 100% mehr Schaden und er aber auch.
Und wenn er 100% mehr Schaden macht, dann wird es richtig krass, weil dann macht er teilweise mit einem Doppelhit gleich knapp 30k. Kann man zwar auch noch gegenheilen, aber ist dann schon ziemlich heftig. Also das ist schon ordentlich Damage. Also selbst ohne den Doppelhit, den doppelten Schaden macht er ordentlich Damage. Also das ist schon ziemlich heftig. Aber es ist natürlich nur, nachdem er seinen Skill eingesetzt hat, deswegen gerade nicht. Also ich glaube, also habe ich eigentlich schon oft gesagt, dass ich den nicht mehr mache. Immer wieder drauf reingefallen. Aber ja, der Giant geht noch, der Violet ist zu krass. Ja gut, beim Giant jetzt auch nochmal gemerkt, das wird halt echt dann auch beim Giant schon sehr gefährlich mit dem Buff. Aber es ist schon nice, weil... Droppt sogar ein Set-Teil. Wie nett von ihm. Ja, aber es ist schon nice, weil obwohl der wesentlich höher ist und ich keinen Elementvorteil habe, mache ich fast den gleichen Damage wie bei Giant Naga oder Violet Naga. Einfach nur wegen diesem Doppelschaden. Und das ist halt dann irgendwie schon nicht schlecht. Ja. Aber der Damage ist natürlich schon hart. Ja, wieder zurück bei Naga. Mal gucken, ob hier wieder was geht. Ich hoffe auch, die ganzen Respawns sind durch. Giant, Mr. Professor King. Oh, ich dachte gerade kurz, die Dropskills sind nicht eingegangen, aber es ist nur im gleichen Zeitpunkt Link Attack weggegangen. Ja, schon kurz Panik. Ändert aber nichts an den nicht vorhandenen Drops. Auch wieder ein Fotofinish mit den Drop-Skills. Sollte sich aber ausgehen. Passt, aber keine Drops. Noch mehr Giant Naga am Start. Aber heute sieht es echt schlecht aus. Also. Ich habe vorhin genau das gleiche gesagt und dann kam auch ein Orikalkum. Vielleicht soll ich das jetzt einfach immer sagen. Mann, heute sieht es echt schlecht aus. Boom, Orikalkum. Boom, Orikalkum. Boom, Orikalkum. Also, heute läuft's echt schlecht, denn ich finde kaum Violets und Giants. Schade, jetzt hat's nicht funktioniert. Ja, aber nee, ist wirklich so. Also, ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, wie viele Violets wir bisher hatten. Aber es ist katastrophal schlecht. Ich meine, es hat schon damit angefangen, dass ich zu Beginn quasi nicht mal alle Violets gefunden habe. Es ist einfach uferlos. Giant King Star, Baby. Do us some good. Jetzt müssten eigentlich bald die Violets wiederkommen. Es ist ja diese ewig lange Respawn-Zeit. Hoffen wir mal, dass sie jetzt gleich bald wieder kommen. Tja, und wie es aussieht, habe ich jetzt auch den Grund dafür gefunden, dass hier so wenig anzutreffen ist. Es farmen noch andere Leute tatsächlich. Jetzt habe ich sie gesehen. Hat sehr lange gedauert, aber jo, das heißt, heute vielleicht dann nur 30 Giants. Wird die 40 wahrscheinlich schwierig. Lustigerweise auf dem gleichen Channel jetzt gerade nochmal den Giant Naga entdeckt. Was komisch ist. Aber I take it. 2 Set-Teile, 2 Orikalkum, noch kein X-Product, aber wir haben auch so gut wie keine Violets getötet, deswegen ist das nicht verwunderlich. Immerhin 4 Pop-Ups. Auch wieder ein extrem knappes Fotofinish mit Drop-Skills, aber geht sich aus und wird nicht belohnt. So, gerade dachte ich mir, den Giant kriege ich nicht, aber ja, hat doch funktioniert. Nur die Violets bleiben weiter rar. Was echt ärgerlich ist, weil über die Violets habe ich mich eigentlich immer ein bisschen mehr gefreut. Klar haben die Giants so gesehen einen besseren Drop-Pool, wegen Shiny Orikalkum zusätzlich noch zu den Settern und den ganzen Scheiß. Aber ich finde, als Trostpreise sind halt die Products am besten. Weil das sind halt Items sind, die ich mir auch kaufen würde. Na gut, Orikalkum braucht man auch zum Upgraden. Aber Shiny Orikalkum zum Beispiel brauche ich halt überhaupt nicht eigentlich. Von dem her, ja. Endlich wieder ein Violet gesichtet. Das ist geisteskrank. Ich weiß nicht, der 5. oder so heute von 25. Das ist echt ein Witz. Ich weiß nicht, am Anfang war das irgendwie... Also ich dachte, es war am Anfang irgendwie anders. Kam mir zumindest am Anfang noch nicht so krass vor, weil je länger ich hier Giants farme, desto heftiger ist der Unterschied zwischen Giants und Violets Respawn-Zeiten. Wir haben mal wieder einen Giant King. Oh, falscher Charler. RIP. Und Drop. So, noch ein Giant Naga. Ohne Drop. Ein weiterer Giant King. Star. Ich weiß nicht, warum wir in letzter Zeit immer am Anfang die ganzen Drops bekommen, gefühlt. Erste Hälfte ist übersät mit Drops und am Ende gibt es dann immer fast gar nichts. Ich meine, gut, die Set-Teile
Ich habe ja schon oft genug darüber geredet, dass der Teil eigentlich nicht wirklich als Drops zählen ist, außer es wäre eine MCU. Das wäre das Einzige, was vielleicht ausnahmsweise als Drop zählen würde, weil es vielleicht ansatzweise auf dem Niveau von einem Orichalcum wäre oder so. Aber ja, keine Ahnung. So darf es nicht enden. Wir brauchen noch einen Drop, please. Das ist eh schon crazy. Letzte Stunde gefühlt nur 10 Giants getötet. Nur noch am Rumfliegen und suchen. Violet Naga. Ich glaube, das ist echt erst der 4. oder 5., den wir heute killen. Komplett crazy. Einerseits die Respawn-Zeiten, natürlich die andere Tatsache, dass es ja noch Konkurrenz gab, aber die Respawn-Zeit ist, ich check's einfach nicht, warum die so gigantisch ist. Bonus wenigstens noch Giant Naga direkt daneben. Aber ich habe die Dropskills aus Versehen gefettfingert. Das war wiederum die Strafe dafür. Trash. And another one. Bites the dust. Haben schon Drops. Kann's nicht glauben. 2 Violets hintereinander sozusagen. Crazy. Aber ein X-Product werden wir jetzt so nicht kriegen. Schwierig. Giant Kingstar. Partypunkte rutschen unter die 100. Ich habe nach Giant Oaken gesucht, by the way, für die Quest. Logischerweise, weil ich meine, wenn du schon hier Giant-Probleme hast, dann kann man ja auch mal arbeiten, sozusagen. Aber der war leider auch nicht da. Also heute ist ganz schön konkurrenzlastig. Scheint fast so, als wäre die Zeit der Violets gekommen. Jetzt spawnen sie endlich wieder. Aber das ist halt wirklich absurd. Das erklärt übrigens auch, weil ich habe ja ewig nicht wirklich gefarmt. Oh, da hat mein Pref getriggert. Ich habe ja ewig nicht gefarmt tatsächlich. Und währenddessen kam ja dann diese Änderung mit Violets droppen Eternas-Waffen. Und ich persönlich hatte schon erwartet damals, das ist ja auch schon wieder, wie lange ist das schon wieder her? Das ist für Ewigkeiten schon wieder her. Dass es halt eine Auswirkung auf den Markt hätte tatsächlich. Aber jetzt so rückblickend betrachtet, ergibt es tatsächlich Sinn, dass das eigentlich fast nichts geändert hat oder nur relativ wenig geändert hat, weil ich meine, mal angenommen, man tötet jeden Violet quasi auf Cooldown. Wenn die aber jetzt wirklich eine durchschnittliche Respawn-Zeit von, keine Ahnung, 1 Stunde plus haben, dann sind das halt pro Channel, oder ist es sehr theoretisch, ich meine, effektiv tötet man die Giants nicht so oft, ja, ich meine, das sieht man ja selber, wenn sie wirklich die ganze Zeit getötet werden würden, würde ich ja nicht solche Videos machen können, wo ich ein paar Stunden lang quasi alle Giants abgrase, die ich finde. Und das bedeutet einfach, im Höchstfall wäre es pro Channel, pro Violet quasi 24 Kills mal 4, also 96 und das nochmal mal 9 oder whatever. Sicherlich wären das ein paar hundert, aber das halt auch nur in der Theorie und praktisch sind es wesentlich weniger, weil die ja nicht auf Cooldown getötet werden, vor allem bei den Violets ist es ja nochmal ein bisschen schwieriger als bei den Giants. Ja, also erklärt schon irgendwie so ein bisschen, warum das nicht wirklich Früchte getragen hat. Und jetzt momentan merkt man es auch auf dem FEC-Server, wie die Preise einfach nicht runtergehen. Ja? Ich meine, du hast die 3-fache Droprate mit F-Coin Flask plus einen FEC-Server-Buff, also wirklich 3-fache Droprate, was schon auch nochmal ein extremer Unterschied sein dürfte. Also da werden wahrscheinlich mehr als 3-mal so viele Waffen pro Tag gedroppt als auf Bodeng. Also höchstwahrscheinlich sogar sehr viel mehr, weil es gibt ja auch 6 Channel und viel mehr Spieler. Also dort werden die Giants und Violets wahrscheinlich wirklich fast 24/7 getötet. Auch durch die internationale Community bedingt und so. Und trotzdem gehen dort auch die Preise nicht runter. Und ja, wie gesagt, so rückblickend oder halt jetzt mit diesem, sag ich mal, Knowledge, das ich hier gewonnen habe sozusagen, macht das dann tatsächlich irgendwo Sinn. Und ich persönlich bin halt wirklich stark der Meinung, dass sie unbedingt nochmal irgendwas machen müssen, wodurch sowohl Hernes als auch Luzagas Crystal-Waffen nochmal ein kleines bisschen erschwinglicher werden. Weil ich weiß, es gibt ein paar Leute, die finden das hammergeil, dass man eine Waffe droppen kann und die dann 1000 Euro in F-Coin wert ist. Aber das ist halt ein ganz kleiner Teil der Community, der das geil findet. Das sind wirklich die Leute, die damit massiv Geld machen, weil sie halt jeden Tag alle Giants und alle Violets wegfarmen und wer weiß, was sie damit im Penya machen. Die finden das hammergeil. Aber alle anderen, also alle normalen Spieler, alle Casual-Spieler finden das halt absolut nicht geil, dass eine Waffe 12 Milliarden Penya kostet, 20 Milliarden Penya, 30 Milliarden Penya, umgerechnet in F-Coin, 100 Euro, 500 Euro, 1000 Euro. Findet man nicht geil, weil die Waffe halt clean ist. Und
Ich persönlich bin schon der Meinung, dass der Gala auf jeden Fall nochmal entweder die Dropraten nochmal ein bisschen erhöhen muss oder dass man im Crafting halt wirklich endlich so machen muss, dass man zumindest eine halbwegs realistische Chance hat, Waffen zu craften und nicht 1 zu 10 freaking 1000. Weil das einfach keine realistische Chance ist. Es ist einfach literally keine Chance, die Waffen zu craften. Noch ein Violet Naga. Vielleicht kriegt man das X-Product Pop-Up noch. Zum Abschluss. So. Come on, Baby, lass uns nicht im Stich. Naja, schade. Könnte es sein, dass das der letzte Giant ist. Partypunkte technisch ist noch mehr drin, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar keinen Bock mehr. Weil ich habe jetzt schon, ich hab heute leider zu viel Zeit mit Suchen verschwenden müssen. Wir hätten schon vor über einer halben Stunde fertig sein können. Ich meine, so ist das manchmal. Berufsrisiko. Aber just saying. Und ich meine, das Nervige ist halt echt, die Drops kamen echt am Anfang. Also so ein klassischer Fall von, hättest nach den ersten 15 Giants aufhören können und hättest basically die gleiche Ausbeute. Ne? Das ist halt belastend. Gut, das hier ist der letzte Giant. Ist natürlich wieder typisch. Ne? Jetzt, wo die ganzen Violets gerespawnt sind, habe ich natürlich keine Partypunkte mehr. Aber wie gesagt, heute war einfach ein bisschen durchwachsen. Wenigstens haben wir trotzdem noch die 40 Giants geknackt. Also jetzt schon 4-mal, glaube ich, über 40 getötet. Aber immer noch keine Herneswaffe auf jeden Fall. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Ich habe es ausgesprochen. Ich habe es gesagt. Ab dem nächsten Mal reden wir tatsächlich davon, Herneswaffen zu droppen. Ich denke, ich habe jetzt mittlerweile genug Giants getötet, um eine halbwegs realistische Erwartungshaltung an diese Waffen zu haben. Ja, und dann war es das auch schon mit der Runde. Quest-technisch sind wir nicht wirklich weitergekommen. Na naja, gut, ich habe den Giant Dorian getötet. Also man kann Giant oder Violet töten, geht beides. Und nächstes Mal natürlich noch den Giant Oaken wahrscheinlich. Oder, ja, ich hatte es dieses Mal eigentlich schon gemacht, aber war heute tatsächlich nicht möglich. Ich wette, der Giant Oaken ist normalerweise eigentlich immer da, wenn ich farme. Aber ja, heute ausnahmsweise mal nicht. I guess. Und ja, jetzt mache ich noch kurz die 50 Metallschrott voll. Es dauert mit 1v1 Ranger. Ich könnte auch ein bisschen AOEen, aber ja, dauert ein bisschen tatsächlich, das voll zu machen. Dass ich zumindest so einen kleinen Progress habe. Und dann vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal können wir dann die nächste Quest auf jeden Fall abgeben. Dann ist der Ranger auch wieder 155. Was mir noch ein bisschen helfen sollte beim Farmen, weil hier und da wird es doch noch ein bisschen knapp tatsächlich, je nachdem. Genau. Ja, Ausbeute heute waren also 2 Oris und 2 Set-Teile. Kein X-Product, kein Shining Ori und natürlich auch keine Herneswaffe. It is what it is. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Euch auch viel Erfolg beim Farmen und Grinden. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.